seht, heute ist es bewölkt und stark windig, deshalb habe ich auch meinen Ohrenschutz. Aber es ist trotzdem warm, ich schätze so 22 Grad und ich denke, nachher wird die Sonne auch noch richtig rauskommen. Und unsere Vögel, unsere Pferde lieben dieses Zeug hier und vor allem die Blüten davon. Es wird alles oben abgeknuspert. Die Delikatesse hier und es scheint hier auch ganz gut zu wachsen. Aber wir beschränken das ein bisschen in der Menge, weil wir nicht genau wissen, wie verträglich es ist. Oh, ich muss zwischendurch immer mal schmausen. Und manchmal gibt es hier auch Luzernebüschel. Die grasen unsere Pferde dann immer komplett ab. Eine natürliche Brücke. Obwohl die wie gemauert ist, aber es ist tatsächlich aus den Steinen, die hier so sind. Und unser erster Canyon heute Morgen, in dem wir jetzt absteigen. Ja, die süße Auri ist hier am Schmusen. Näschen. So, komm. Von da oben sind wir runter, hier so. Und jetzt sind wir im Canyon, fast. Der richtige Canyon, der ist noch eine Etage tiefer. Dass man hier so reinlupen kann. Oh ja, da ist ja auch schon die erste Abbruchkante hier. Also nicht so nah am Rand. Hier blühen sogar ein paar Blümchen. Oh, da geht schon wieder so eine schmale Eselstiege längs. Aber nicht unter Spül, dann geht's. Gut. Ja, auch, da guckst du, ne?
Wartet ihr mal eben kurz? Ja, nee, zu matschig. Das ist irgendwie mega cool, hier durch den Canyon zu reiten. Das Einzige, was uns beunruhigt, ist, dass es im Hintergrund ein bisschen gewittert und wir immer so ein bisschen gucken, wo man schnell aus dem Canyon rauskommen kann. Nicht, dass wir hier absaufen. Aber noch sind wir guter Hoffnung, dass das Gewitter an uns vorbeizieht. Auch diese Höhlen hier, diese Risse. Also ich kann mich gar nicht satt sehen hier an der Landschaft. Da kommt noch so ein Balken-Canyon rein. Also heute ist ja unser letzter Reittag hier, aber jetzt wird uns noch mal wieder alles geboten mit diesem Ritt im Canyon. Das ist echt abgefahren. Wie ein Schweizer Käse, dieser Felsen hier. Komplett zerlöchert und dann fallen immer so große Brocken ab. Und das ist wahrscheinlich besonders beliebt, wenn es regnet. Da ist schon wieder so ein Loch. Auri, guck dir mal die Löcher rein. Hölle 2, weil hier so viel Gewitter war, ist das jetzt hier alles abgeschwemmt und weich. Und die Pferde müssen hier jetzt echt, ja, alles geben.
Ja, siehst du, Auri, du machst das brav. Du bist brav. Aber Auri ist da echt super. Hauptsache raus. War nicht Erklärung, vielleicht zur Erklärung, warum das jetzt alles so schwierig ist. Hier scheint es ein mega Gewitter gegeben zu haben. Und das Ganze ist eingeschlammt. Ja. Und deshalb liegt jetzt hier so viel Schlamm in diesem Ding, der jetzt durch die Gewitter der letzten Tage offensichtlich auch noch ein bisschen aufgeweicht ist. Aber Auri, die ist so, kämpft sich hier so tapfer durch und macht hier den Pathfinder. Mhm. Also eigentlich geht er mehr nach da ab. Weiß ich aber nicht, ob wir jetzt hier oben erstmal... Wenn du hier vorne jetzt noch 10 Meter und dann links abbiegst, warte mal. Ein Stück hier. Weiter. Weiter. Rutschen lassen. Rutschen. Nicht springen, bitte. Weiter. Super. Fein. Jetzt griff ich hier drüben. Ups. Ja, ihr habt gesehen, bis jetzt ging das mit den Bächen gut. Der hier ist ein bisschen breiter und Auri ist da locker drüber gesprungen und Sandro, der braucht mal ein bisschen länger zu überlegen, aber springt dann auch. Und Casanova, der denkt sich, ach, ich lasse mich den Hügel da runter gleiten und laufe durch den Bach. Und was dann passiert, seht ihr jetzt. Der Bach war nämlich etwas tiefer als nur 20 cm und deshalb ist auf dem glatten Modder Casanova da reingerutscht und er musste den jetzt erstmal beruhigen, dass er absteigen konnte, weil er so natürlich nicht raufgekommen ist in Hektik. Und ihr seht das, nachdem dann Casanova ruhig ist, nachdem er das geschnallt hat, wartet, steigt Harald ab und führt ihn dann die Kante hoch und das läuft total super dann. Und es ist auch nichts passiert. Super. Also Leute, das ist Abenteuerurlaub hier. Und daran erkennt ihr jetzt ein wirklich schlaues, erfahrenes Wanderreitpferd. Hier ist wieder nur so ein kleiner Bach und er hat aber gelernt, sei vorsichtig und springt hier sofort rüber. Aber hier ist schönes Gras, ne? Das ist ein Muffen. Ich denke, das steigt jetzt immer weiter an. Ja. Ich glaube,
Also nicht, dass wir hier noch absaufen, weil das Wasser weiter ansteigt, weil irgendwo ein Gewitter runtergekommen ist. Gruselig so ein bisschen. Und Hauptsache keine Treibsandfläche, wo die Pferde auf einmal einbrechen und weg sind. Direkt vor uns vielleicht? Unsere verschlammten Pferde. Bist im Bauch im Wasser. Scheiße. So tief ist der Bach. Oh, Könnt ihr euch das vorstellen? ja. Aber der Wasserspiegel ist bestimmt gestiegen jetzt. Nee. Guck mal, Harald hat ja seinen Steigbügel verloren und hat ihn wieder gefunden. Zeig ihn her! Zeig ihn her! Zeig den Steigbügel. Yes. Unfassbar. Wir haben gedacht, das war's jetzt. Also habe ich Oh. ganz ausgezogen. Aber die Ja. Unterhose habe ich und das T-Shirt habe ich angelassen. Ich wusste nicht, dass das Ding so tief ist. Nee. Und dann bin ich einfach so plupp. Bist weg. Gut, dass du nicht bis hier weg warst. Scheiße. Warum ist keiner von uns mitgegangen? Wir erreichen die Hauptsehenswürdigkeit hier. Und hier sind so viele Wohnmobile und Autos und Menschen, dass Auri total aufgeregt ist. Und sagt, oh Gott, was ist das hier? Oh Gott. Ja. Sehr hübsch geformt von der Natur. Und wir haben gedacht, da vorne gibt es einen Kiosk, aber nee, es sind nur Baracken. Für die paar People setzt sich hier keiner hin. Na komm, Auri. Ja, guck mal. Nee, kein Erdbeereis. Zona Fragil, Passage Enter D. Jo, alles klar, ne? Da können wir ja nur drüber lachen. Weil durch solches Gebiet sind wir mit den Pferden durchgekraxelt. Ja, quasi pünktlich an der Hauptsehenswürdigkeit hat denn der Regen eingesetzt und das hat dazu geführt, dass unsere Weiterritt eine ganz andere Wendung genommen hat als ursprünglich gedacht. Also da reite ich nicht hoch. Soll ich hochgehen? Also ich
Welche, die immer eine extra Wurst braten müssen. Nee, ja. Alles gut. Da unten sind wir durch den Canyon durch. Schritt. Wollt ihr mich einmal sehen? Jetzt sehe ich schlimmer aus als mein Auto. Ich habe mich einmal komplett im Bach gelegen. Weil wir Verrückten gedacht haben, wir können, also hier runter konnten wir noch, aber wir können nicht übers Wasser. Das sieht ja so harmlos aus, aber da sind ganz tiefe Rinnen drin. Und wir konnten tatsächlich nicht auf die andere Seite kommen. So, jetzt werden wir erstmal, ja, trockenlegen geht ja nicht. Ja, was ist passiert? Wir mussten durch einen weiteren Canyon, der vollgelaufen war. Und wie ihr seht, sieht das jetzt nicht so spektakulär aus. Aber ihr habt ja vielleicht in Erinnerung den Bach, wo ich hingeschrieben habe, merkt euch den mal. Man geht da so ins flache Wasser und auf einmal wird es tief. Und obwohl Auri da wirklich sich vorsichtig vorangetastet hat und das erst auch so aussieht, als ob wir da durchkommen, rutscht sie dann zur Seite weg und wir gluckern richtig unter. Also ich war richtig mit dem Kopf unter Wasser. Und das ist aber alles Gott sei Dank gut gegangen. Wir sind nur nass geworden. Auri ist dann wieder zurück ans ursprüngliche Ufer, Gott sei Dank, weil sonst hätten wir nochmal zurück müssen. Die anderen hätten da garantiert nicht durchgekonnt. Und dann sind wir da auch gut rausgekommen, aber waren natürlich komplett nass. Und warum haben wir es überhaupt gewagt? Weil wir nicht weit von zu Hause weg waren. Es waren nur noch ein paar Kilometer und auf der anderen Seite ging so ein schöner Weg hoch. Und wir haben gedacht, es funktioniert, aber man lernt durch Erfahrung. So, Plan B schlug auch fehl, weil das Gewitter einfach den Canyon hat volllaufen lassen und alle Wege sind überflutet. Ich bin die bis zum Oberschenkel nass gegangen und es ging noch weiter runter und rutschig und sowas, unübersichtlich. Und deshalb wird jetzt Straße geritten. So, jetzt queren wir auf der Straße den Canyon, der uns ausgenockt hat. Wirklich der härteste Ritt, den ich bisher gemacht habe. Mit Auri sowieso, aber ich habe alleine vorher auch schon andere Sachen gemacht. Und das ist wirklich nur was für erfahrene Pferde und erfahrene Reiter, die schwindelfrei sind, die trittsicher sind, die kein Problem haben mit steilen, gerölligen Abstiegen und garantiert kein Anfängerritt.